Hallo und herzlich willkommen zu diesem allerersten Yoga-Video auf dem Kanal Freeing Up the Being. Ich bin Gesa und ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass du reingeklickt hast. Heute möchte ich mit dir eine ganz entspannte, erdende Yoga-Runde machen zum Ankommen, zum Erneuern, zum die Mitte finden. Was du dafür brauchst, ist idealerweise eine Yogamatte oder einen festen Untergrund. Und was auch hilfreich ist, ist ein kleines Kissen, falls es notwendig sein sollte, dich zu supporten beim Sitzen. Und was auch schön ist, ist eine Decke, falls dir am Ende kalt werden sollte oder auch zum Support. Ansonsten brauchst du nichts. Lausche einfach meiner Stimme und genieße diese kleine, entspannende Reise. Viel Freude dabei. Wir beginnen im Schneidersitz oder in einem anderen Sitz, der für dich bequem ist. Du kannst dich auch in den Fersensitz setzen und vielleicht die Decke unter deinen Po oder das Kissen unter deinen Po schieben. Das kann das auch etwas angenehmer machen. Und wir kommen hier jetzt erstmal einfach an. Du kannst einmal die Hände zum Herzen nehmen, tief einatmen und ausatmen. Einmal die Schultern nach oben und sanft nach hinten. Dabei kannst du einmal seufzen, es rauslassen. Und dann können wir beginnen, uns langsam mit dem Oberkörper sanft zu kreisen. Dabei kannst du auch die Wirbelsäule schon so ein bisschen beginnen zu bewegen, ein bisschen den Rundrücken machen. Und beim Einatmen nach vorne, beim Ausatmen nach hinten, ganz sanft, so wie das für dich passt. Du kannst auch den Kopf einmal mitnehmen, wenn du magst. Und den kreisen lassen, ganz sanft. Immer größere Kreise. Und dann einmal die Richtung wechseln, wenn der Kreis ganz groß geworden ist. Wenn du möchtest, kannst du auch die Augen schließen. Und wenn das hier irgendwo knackt und knirscht, dann ist das vollkommen okay. Nur wehtun sollte es auf keinen Fall. Wenn es irgendwo wehtut, dann hör bitte lieber auf mit der Übung und mach etwas, was dir gut tut. Ja, und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Kannst noch einmal die Schultern hochziehen, vielleicht auch einmal die Arme hochstrecken. Ganz weit hoch den Himmel greifen und sinken lassen. Und dann kannst du einmal den rechten Arm heben und die Hand auflegen und dann ganz sanft nach links aufbeugen. Hier tief atmen, in die Seite. Spüre, wie sich dein Körper ausdehnt mit dem Einatmen und wie du vielleicht noch ein bisschen tiefer sinken kannst mit dem Ausatmen. Mit dem Einatmen komm wieder nach oben. Mit dem Einatmen hebe den anderen Arm nach oben. Und mit der Ausatmung sinke auf die andere Seite. Atme ein, atme aus. Mit der Einatmung verlängerst du dich, mit der Ausatmung kommst du vielleicht noch etwas tiefer. Und mit der Einatmung komm wieder hoch, lass den Arm langsam sinken. Sehr schön. Und dann kannst du noch einmal den linken Arm heben und auf das rechte Knie ablegen. Und dann den anderen Arm nach hinten, ganz sanft strecken,
Einatmen und ausatmen und mit der Ausatmung drehe dich ein. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule relativ gerade bleibt. Mit der Einatmung kannst du dich noch ein bisschen strecken und verlängern und mit der Ausatmung kannst du vielleicht noch ein bisschen tiefer deinen Oberkörper nach rechts drehen. Das ist auch völlig egal, wie weit du kommst. Vielleicht bist du nur hier, vielleicht hier, vielleicht hier. Es ist ganz, ganz individuell und alles völlig in Ordnung. Dann kannst du mit den Armen nach oben kommen mit der Einatmung und mit der Ausatmung dreh dich auf die andere Seite. Und auch hier spüre, wie die Einatmung dich länger werden lässt und die Ausatmung die Weichheit bringt. Und mit der nächsten Einatmung dreh dich wieder in die Mitte, noch einmal die Arme nach oben. Vielleicht schaust du auch einmal nach oben. Strecken, spreiz die Finger und dann langsam nach unten sinken lassen, wie durch Wasser und auf den Boden ablegen. Spür ein bisschen nach. Fühl, was das mit dir macht, den Oberkörper einmal so zu aktivieren. Unser Körper freut sich mal sehr über Aufmerksamkeit und Präsenz. Atme tief in den Bauch ein und vielleicht auch einmal durch den Mund aus. Wunderbar. Dann wechseln wir jetzt einmal die Position und komm ganz sanft in deinem Tempo in den Vierfüßlerstand. Haare aus dem Weg. Haare aus dem Weg. Setz die Hände schulterbreit auf, vielleicht etwas weiter. Spreiz die Finger schön wie kleine Seesterne. Setz die Knie unter die Hüften und dann mit der Einatmung beug dich nach oben, lass die Hüften nach hinten rauskommen, geh so richtig in ein Hohlkreuz und mit der Ausatmung werde weich. Mach einen Katzenbuckel. Drück die Schulterblätter ein bisschen nach außen. Dann mit der Einatmung komm wieder in die Kuhposition. Schau nach vorne, streck so richtig den Po ein bisschen raus. Und mit der Ausatmung komm nochmal in den Katzenbuckel und roll dich so richtig schön ein. Mit der Einatmung komm nochmal hoch. Und mit der Ausatmung spür, wie von der Hüfte das Einrollen beginnt und du langsam durch die ganze Wirbelsäule gehst, bis der Kopf sich einrollt. Sehr schön. Hier kannst du auch noch einmal die Hüften ein bisschen kreisen lassen, wenn du möchtest. Ganz bisschen deine eigenen Bewegungen machen. Das, was dein Körper jetzt gerade braucht. Vielleicht spürst du irgendwo eine kleine Anspannung, möchtest da noch mal reingehen. Lass es raus. Seufz vielleicht einmal tief. Lass los, was dich heute belastet. Und dann von hier drück einmal die Fingerspitzen in die Matte. Krall dich so ein bisschen in die Matte rein.
Stell die Füße auf und mit der nächsten Einatmung hoch mit den Knien. Hier bleiben wir für ein paar Sekunden. Wecken den Körper einmal auf, den Chor, den Bauch. Vielleicht zittert es hier ein bisschen. Er freut sich, dass er ein bisschen Liebe bekommt von uns. Bleib noch ein bisschen hier, weil es so schön ist. Und dann gehen wir wieder runter und legen ab. Und jetzt können wir einmal die Füße ablegen und in die Stellung des Kindes kommen. Wenn das für dich ein bisschen unpraktisch ist, weil du hier nicht so ganz runterkommst, kannst du da auch deine Decke dazwischen legen. Das hilft manchmal sehr. Du kannst auch die Knie ein bisschen auseinander machen. Und dann legen wir uns ab. Und auch hier kannst du dein Kissen benutzen, um deinen Kopf abzulegen. Du kannst auch einen Block benutzen oder auch einfach deine Hände übereinander stapeln und so einen Turm bauen. Oder wenn du ganz runterkommst, dann komm einfach bis zum Boden. Und atme hier einen Moment. Spüre nach. Was macht das mit dir, wenn du dir erlaubst, bei dir in deinem Körper zu sein, ganz präsent. Und beim Atem zu spüren. Lass ganz los. Fühl dich getragen und geborgen. Dann komm mit den Fingern wieder zurück. Richte dich langsam auf. Und dann komm wieder in eine sitzende Position. Du kannst einmal die Knie an dich ranziehen, einmal den Rücken ganz durchstrecken. Vielleicht einmal ja, vielleicht einmal nein. Und dann gehen wir einmal über in die Rückenlage. Ich gehe mal so rum. Und lass dich hier einfach ganz sanft nach unten sinken. Du kannst die Knie einmal zusammenbringen. Vielleicht auch ein bisschen die Scheibenwischerbewegung machen damit. Von links nach rechts. Und wenn du möchtest, kannst du einmal die Knie ganz zur Seite sinken lassen und den linken Arm oder den Arm auf der anderen Seite ausstrecken. Die Knie aufeinander, die Hand auf die Knie, kannst sie auch ein bisschen weiter nach oben ziehen und schau in die Richtung des anderen Armes. Und achte hier darauf, dass deine Schulter den Boden berührt. Geh nur so weit, wie du mit der Schulter weiter in den Boden berührst. Und einmal hier tief atmen. Und dann wechseln wir die Seite. Füße erstmal aufstellen und dann zur anderen Seite fallen lassen. Mit den Knien aufeinander. Geh so weit es für dich angenehm ist. Und schau in die andere Richtung. Streck den Arm aus und achte darauf, dass die Schulter am Boden bleibt. Sehr schön. Und mit jeder Ausatmung kannst du dich immer ein bisschen weiter in die Stellung entspannen. Du musst gar nichts drücken oder pressen. Es geschieht ganz von alleine mit der Schwerkraft und dem Atem. Dann komm mit der Einatmung wieder zur Mitte. Und jetzt kommen wir langsam in die Endentspannung nach diesem kleinen Yoga-Flow. Leg die Füße ab.
Wenn du magst, nimm dir deine Decke und leg sie über dich rüber, so wie das für dich angenehm ist. Lass die Beine schön auseinanderfallen, leg die Arme mit den Handflächen nach oben. Wenn du möchtest, kannst du hier auch ein Kissen benutzen, also in deinen Nacken legen oder unter den Hinterkopf. Und dann atme tief in den Bauch. Spür, wie dein Körper getragen wird vom Boden. Wie du nichts tun musst, um getragen zu werden. Wie das Dasein an sich keinerlei Anstrengung erfordert. Lass den Atem durch den ganzen Körper fließen. Entspann dein Gesicht. Entspann die Hände. Entspann die Füße. Den Bauch, den Rücken. Hier darf einfach alles so sein, wie es ist. Und wenn Gedanken kommen, dann ist das völlig in Ordnung. Für einen Augenblick müssen wir nicht reagieren, nichts damit tun. Einfach sein. Nimm noch einen schönen tiefen Atemzug. Und atme aus. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt langsam die Bewegung zurückbringen, deine Arme über den Kopf strecken, dich einmal ganz, ganz lang machen und dehnen und strecken und einatmen dabei. Und ausatmen. Und wenn du möchtest, kannst du liegen bleiben und ganz entspannt noch einige Augenblicke verweilen. Und ansonsten kannst du dich auf deine Lieblingsseite drehen und dann langsam über die Seite nach oben kommen. Wunderbar. Ich hoffe, du fühlst dich gut, vielleicht ein bisschen präsenter, ein bisschen geerdeter und ein bisschen entspannter. Wenn du magst, nimm die Hände nochmal zum Herzen, ganz bewusst. Vielen Dank, dass du mit mir praktiziert hast. Om Shanti.